Moin Leute, willkommen im Budeland. Im heutigen Video geht's um eine Powerbank. Und zwar habe ich hier von Anker die PowerCore 310K. Die habe ich jetzt, ich glaube, vor über 2 Jahren ausgepackt und seitdem regelmäßig im Einsatz gehabt. Und es wird mal so Zeit für das Langzeitfazit, ob das Ding was taugt und was es für Pros und Cons gab. Was bekommen wir denn für rund 50 Euro? Wir haben hier 10.000 mAh Akkukapazität verbaut. Wir haben hier Qi-Charging, wie ihr hier sehen könnt. Und ansonsten haben wir hier noch 2 Ports, einen USB-A-Port und einen USB-C-Port. Und der USB-C-Port, der schafft maximal 18 Watt. Bei dem USB-A-Port habe ich maximal 10 geschafft. Und hier haben wir ansonsten noch eine Taste, die man benutzen kann, um einmal quasi den Akkustand hier anzeigen zu lassen, aber auch um die Powerbank aus dem Standby-Modus zu holen, wenn man Qi-Charging nutzen möchte. Dann funktioniert das nämlich, wenn man nämlich Qi-Charging nutzen will und nicht die Taste gedrückt hat, dann passiert nämlich gar nichts. Das sei vielleicht schon mal vorab gesagt. Ein weiteres Feature möchte ich hier noch erwähnen, da war ich mir, als ich das Ding ausgepackt habe, nicht so ganz sicher. Und zwar ist hier an der Seite ein kleiner Haken. Und dieser Haken ist letztendlich dafür da, dass man seine Powerbank nutzen kann als Ständer, während man sein Smartphone auflädt. Habe ich persönlich jetzt noch nie genutzt. Gibt aber vielleicht ja Leute, die das so nutzen wollen. Ist, wie gesagt, man kann es nutzen und vom Winkel her ist es auch okay. Aber je größer die Smartphones werden, umso schwieriger wird das natürlich. Ich hatte ja schon gesagt, 18 Watt schafft das Ding maximal. Da ist dann aber auch wirklich Zappe. Power Delivery gibt es hier definitiv auch nicht, also das ist gleich gesagt. Die große Frage ist natürlich immer, wie viel kommen denn von diesen 10.000 mAh, die hier angegeben werden, wirklich an? Und wie sieht es jetzt langzeitmäßig aus? Wie gesagt, das Ding habe ich jetzt schon über 2 Jahre im Einsatz, mal länger, mal kürzer. Und ich habe jetzt hier mal meine Anker 737 Powerbank mit diesem netten Smart Display. Und damit habe ich mich heute mal so ein bisschen aufgeladen. Also die Powerbank ist noch nicht komplett leer, aber ihr könnt sehen, sie konnte sie jetzt quasi schon von 0% auf 35% aufladen. Hier ist wie gesagt noch ein bisschen Saft drin. Hier sind ja standardmäßig 24.000 mAh drin, also wir sind jetzt schon quasi bei einem Drittel, bei 8.000 sind wir schon. Und wie gesagt, es lädt noch ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Also auch nach 2 Jahren ist da durchaus noch umfangreich Kapazität vorhanden, sodass man sein Smartphone da irgendwie zweimal laden kann. Eine Frage, die auch noch häufiger mal gestellt wurde, ist, kann man denn Qi-Charging benutzen, während man was anderes auflädt über einen USB-Port? Und das kann ich insofern bestätigen, ja, das funktioniert. Jetzt sind wir, wie gesagt, bei rund 2 Jahren. Ich glaube, offiziell gibt es, glaube ich, das PowerCore 3 gar nicht mehr zu kaufen, weil Anker mittlerweile auf seine Gen-Charger gewechselt hat, quasi auf die nächste Generation. Aber ich muss sagen, für das, was sie tun soll, hat sie das auf jeden Fall definitiv getan. Und auch die Menge der Ports hat mich jetzt nicht unbedingt gestört, weil wie gesagt, hier sind nur 10.000 mAh und man lädt nicht seine 1000 Geräte damit. Da ist das Ding relativ schnell leer und insofern bin ich damit ganz zufrieden. So, damit bin ich jetzt eigentlich auch schon mit meinem Langzeit-Review fertig. Und falls ihr noch Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.